Also zu Polen haben wir etwa 300 Meter, also nicht so weit. Die Lage der Jugendbegegnungsstätte Golm ist besonders. Wir liegen sehr nah an der größten Kriegsgräberstätte in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, diese Kriegsgräberstätte ist besonders, weil neben Soldaten auch Zivilisten ruhen, die im Endphase des Zweiten Weltkrieges bei einem Bombardement auf die Stadt Swinemünde binnen einer Stunde ums Leben kamen. Etwa 4.000 bis 6.000 Menschen kamen ums Leben und meistens waren das Kinder und Frauen, die auf der Kriegsgräberstätte Golm ruhen. Wir verfügen über viele Materialien, viele Geschichten von diesen Menschen, die während des Bombardements in der Stadt gewesen waren. Die Workshops haben eigentlich ein Hauptthema, und zwar den Zweiten Weltkrieg und seine verschiedenen Aspekte. Die JBS Golm ist eigentlich ganzjährig geöffnet und wird vor allem von Schulen, Jugendgruppen aus Deutschland und Polen besucht. Das heißt also, die Lehrer und die Schüler entscheiden sich bewusst, bei dieser Fahrt teilzunehmen. Das ist keine klassische Klassenfahrt, wo eigentlich nur Freizeit auf dem Programm steht. Die jungen Menschen sind auch an Geschichte interessiert, wollen auf eine andere Art und Weise Geschichte kennenlernen. Und natürlich auch unser deutsch-polnisches Küchenteam sorgt für das Wohl aller Gäste. Aber im Grunde ist eigentlich die Stille hier, die Einsamkeit mit den anderen Jugendlichen hier, die Abgelegenheit, und das führt einen hier zusammen. Wenn wir Frieden weiter haben wollen, müssen wir unsere Erinnerungen einfach da haben und reflektieren. Also ich denke, Gedenken ist wichtig, um die Vergangenheit immer in Erinnerung zu haben, weil Geschichte halt auch sehr die Politik heutzutage beeinflusst. Also was ich ganz cool finde, einfach, dass wir jetzt vielleicht wirklich so nah an Polen sind. Also jetzt sind wir in Deutschland, aber wir sind ja sehr nah an der Grenze zu Polen und irgendwie ist das so, dieser kulturelle Austausch ist einfach noch mal mehr gegeben. Das finde ich ganz cool. Also unsere Einrichtung liegt in einem schönen Dorf, Fischerdorf Kaminke. Also hier in der Nähe gibt es die Grenze zu Polen und auch die größte Stadt auf der Insel Usedom, die auf Polnisch Świnoujście heißt, auf Deutsch Swinemünde. Und in der Stadt kann man ganz viele Sachen machen, also Freizeit genießen. Auch in der Stadt gibt es der breiteste Strand an der Ostseeküste. Schöne Restaurants gibt es und auch die neue Promenade, die bis nach Albeck-Henningsdorf führt. Auch andere Aktivitäten wie zum Beispiel der Kletterwald in Ökeritz, auch der Baumwipfelpfad in Henningsdorf sind auch interessante Punkte, um eben auch auf eine andere Art und Weise die Insel kennenzulernen.